Ja, moin zusammen. Hier seht ihr tatsächlich den ersten Auftrag in Anführungsstrichen von einem Bekannten. Er hatte mich gebeten, dieses Modell für ihn zu bemalen. Und ja, das machen wir jetzt in dem Video und fangen natürlich womit an? Mit der Grundierung. Richtig. Da sage ich mal bis gleich. So, schwarz haben wir ihn hier. Grundiert ist da alles. Jetzt wollen wir da noch ein bisschen weiß drüber machen. Das schauen wir uns jetzt dann an, wenn es fertig ist. Bis gleich. So, wie ihr seht, fertig eingenebelt mit weiß, mit schwarz grundiert und dann fertig eingenebelt. Ja, und jetzt gehen wir ans Bemalen, ne? Ganz simpel, ganz einfach. So, ich werde euch hier einblenden, wie der aussehen soll. Da habe ich nämlich tatsächlich ein Bildchen gekriegt. Ja, mal schauen, ob ich das ungefähr so hinkriege. Ist ja auch nicht ganz dasselbe Modell, aber mal schauen. Kriege ich garantiert hin. So, da ich gesagt habe, ich werde alles benutzen, was ich kann für dieses Modell, fangen wir jetzt an mit der Airbrush. Dafür nehmen wir Airbrush Thinner und das Sand Golem Yellow. Das werde ich jetzt damit vermischen. Das ist eine Speedpaint-Farbe, aber selbst die sollte man in einer Airbrush verdünnen. Und dann mit dem alten Pinsel ein bisschen vermischen. Weil die ist zwar sehr, sehr dünn, aber dadurch, dass sie höhere Partikel hat oder eine höhere Partikeldichte, kann es da echt passieren, dass euch die Airbrush verstopft. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ein bisschen Verdünner da rein. Dann läuft auch alles besser. So, jetzt mal eben mit dem Pinsel mal kurz hier ein bisschen sauber machen. Sauber machen, sage ich schon. Vermischen. Und dann kann es losgehen. Oder auch nicht. Tja, da haben wir nämlich das Problem. Ich habe die beim letzten Mal scheinbar nicht ordentlich genug sauber gemacht. Da kommt nichts mehr raus. Da will nichts. Da kommt nichts. Gar nichts, nichts. Bisschen Luft, aber keine Farbe. Ja, so. Ich werde mich jetzt um diese Airbrush kümmern. Und damit ihr euch natürlich nicht langweilt, habe ich das Ganze ein bisschen verkürzt. Und es war, wie ich gesagt habe, sie war nicht ordentlich genug sauber. Also musste ich sie komplett einmal auseinandernehmen. Einmal komplett wieder neu sauber machen. Und danach ging es dann auch. Und dann habe ich einfach das Base mit der Airbrush mit Sand Golem Yellow bemalt und danach werde ich mich dann an den Körper machen, dieses kleinen Mannequins da und auch das mit dem Orange und mit einem Thinner mal eben besprühen. Ebenso natürlich die Flügel. Bis gleich. Jo, was läuft, das läuft. Das seht ihr hier, die Airbrush funktioniert jetzt und dann geht das auch alles ruckzuck. Ich habe absichtlich ein bisschen mehr Farbe drauf gemacht, damit das schön in die Rillen und so ähnliches läuft. Und dadurch dann so ein bisschen fleckiges Muster gibt. So, das haben wir. Und jetzt wechseln wir mal eben die Farbe und dann machen wir uns an den Orkus. So, dafür nehmen wir nämlich dann auch wieder den Thinner, nachdem die Airbrush natürlich sauber gemacht wurde. Und dann nehmen wir uns auch wieder das
Fire Orange. Ja, verdünnen das Ganze, hauen das in die Airbrush und dann wird gesprüht. So, wo ich das jetzt fertig habe, mache ich am Base schon mal die Schädel, die da drin rumstehen vor allem, die da drauf sind. Das geht relativ zügig. Das mache ich mit dem Bone White. Und übertreibe es natürlich auch nicht mit der Farbe, damit die auch noch schön die Details abgeben. Ja, sieht doch ganz gut aus. So, da haben wir es. Das ist das Base, das haben wir fertig. So, und jetzt werde ich damit beginnen, alle Knochen und alle Hörner beim Orcus einmal ebenfalls mit dem Bone White zu bemalen. Und ich habe festgestellt, er hat ziemlich viele Knochen und ziemlich viele Hörner. Und deswegen habe ich das natürlich auch wieder ein bisschen auf Schnelllauf gemacht. Viel Spaß! So, das haben wir soweit fertig. Das nächste Mal werde ich den Orcus im Stream bemalen. Den werde ich Sonntag hochladen für euch. Dann könnt ihr euch den angucken. Natürlich ein bisschen gekürzt und ein bisschen geschnitten auch. Damit die interessanten Teile da sind. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen Abonnenten. Die laufen jetzt wieder hier durch. Und wäre schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Oder einfach mal ein nächstes Video euch anguckt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Was immer ich male. Bye, bye.